Dieses Tutorial ist keine komplette Schulung für das Artifex Bewährungsprogramm. Es gibt einen Überblick vom Download der Software über die Installation bis zum fertigen Bewährungsplan. Die einzelnen Funktionen für die Bewährungseingabe, die Schnitt- und Ansichtserzeugung sind nicht mit allen Möglichkeiten aufgeführt. Für eine Schulung empfehlen wir unsere kostenlose Online-Schulungen unter lms.artifex.com sowie weitere Videos auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Videokanal. Artifex bietet als Installationsmedium eine selbstentpackende Installationsroutine an. Laden Sie sich das Archiv unserer Homepage herunter und starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei. Bitte beachten Sie, dass dies eine ausführbare Datei ist. Dieses Archiv entpackt sich per Default auf dem öffentlichen Desktop des PC, ein anderer Ort kann ausgewählt werden, und startet danach automatisch die Installationsroutine. Welche Installationsform ist für mich richtig? Lokale Installation. Bei der lokalen Installation werden alle Artifex-Daten auf dem lokalen Rechner installiert. Diese Installationsform empfiehlt sich, wenn Artifex nur auf einem einzelnen Arbeitsplatz ausgeführt werden soll. Netzwerkinstallation. In Arbeitsumgebungen mit mehreren Artifex-Arbeitsplätzen und serverunterstütztem Netzwerk ist es sinnvoll, alle Artifex-Daten, welche für alle Benutzer in gleicher Form zur Verfügung stehen sollen wie Einstellungen, Vorlagen auf einem Serverlaufwerk vorzuhalten. Dies Artifex-Menüeinstellungen unter AutoCAD und BricsCAD. Start mit CAD plus Artifex Icon. Nach der Installation von Artifex gibt es ein neues Icon Ihres CAD-Programmes auf Ihrem Desktop. Mit dem Zusatz Artifex starten Sie Ihr CAD-Programm. Über dieses Icon erscheint am linken oberen Rand des CAD-Programmes eine kleine Toolbar. Drücken Sie davon das unterste Bild für die Einstellungen Menü. Laden des Artifex-Menüs. Starten Sie Ihr CAD-Programm. Geben Sie in der Dialogzeile Menülat ein. Klicken Sie auf Durchsuchen. Ein Dateibrowser wird geöffnet. Wählen Sie den Pfad, den Sie in Einstellungen, Menüs bei der Installation eingegeben haben. Wählen Sie das Menü tnt-tools.qi und klicken Sie auf Öffnen. Der Browser wird geschlossen. Klicken Sie auf Laden. Das Zusatzmenü wird geladen. Diesen Vorgang müssen Sie nur einmal nach einer neuen Installation durchführen. Danach ist das in Ihrem CAD-Profil gespeichert. Artifex-Installation für MicroStation Connect. Der Anwender braucht ein Menü zum Laden und die Artifex-Zellen mit den Blattrahmen für Listen etc. Die Menüs und die Zellen müssen daher an einem Ort installiert werden, in dem MicroStation Connect diese auch findet. Artifex-Installation für MicroStation Connect. Erweiterungen. Für die vielen MicroStation Connect Erweiterungen gilt das oben Gesagte ebenfalls. Bei der Summe dieser Erweiterungen können wir in der Installationsroutine nicht alle diese Pfade vorhalten. Zumal wir nicht wissen können, wie Bentley die Pfade für diese Erweiterungen in Zukunft handhaben wird. In jedem Fall scheint den Erweiterungen immer eine normale MicroStation Connect zugrunde zu liegen. Wir haben daher unseren Installationsdialog so gestaltet, dass wenn keine Connect-Installation gefunden wird, eine leere Zeile für Connect angezeigt wird. In dieser können die entsprechenden Pfade eingegeben werden. Die Pfade können auch in einem Browserfenster gewählt werden, in dem auf die Pfeile am Ende der Spalten geklickt wird. Zu beachten ist, dass der Ordner mit Labs nicht in der linken Spalte aufgeführt sein darf und dass am Ende der Pfadeinträge kein Schrägstrich steht. Sie stellen im Artifex-Installer für die Programme selbst sowie für den Workspace-Pfad je einen neutralen Pfad ein. In den MicroStation bzw. den MicroStation-Applikationen setzen Sie diese Pfade in den Konfigurationsvariablen an insgesamt 3 Stellen einmal. Eine für die ausführbaren Programme MS-MDL, eine für die Zellen MS-Cell und eine für das Menü und die Artifex-Toolbars MS-GUIDGNLIBLIST. Weitere Informationen zum Einstellen der Artifex-Benutzeroberfläche finden Sie auf der Seite https://help.artifex-cat.com/startseite/microstation-powerdraft-connect. Bei der Eingabe von Stabstahlbewährung oder Mattenbewährung wird ein Modell in einer Datenbank erzeugt. Beliebig viele Darstellungen dieses Modells können in den Bewährungsplan eingefügt werden und sind automatisch mit den technischen Daten des Modells verknüpft. In Artifex gibt es 2 Arten, wie das Programm diese Bewährungslogik verwalten kann. In einem Plan können beide Methoden gleichzeitig verwendet werden.
Der Unterschied, nach welcher Logik die Eisen verwaltet werden, bestimmt lediglich der Schalter 3D-Modellbewährung in den Zeichnungsdaten. Die beiden Methoden sind erstens manuelles Erzeugen der Darstellungen in Schnitten und Ansichten. Es ist dabei egal, ob die Darstellung der Eisen in 2D oder 3D erfolgt. Schiebt oder dreht man aber ein Eisen an einer Stelle, wird es aber an den anderen Stellen nicht verschoben. Und es gibt die 3D-Modellbewährung. Hier ist die Lage der Eisen eindeutig im 3D-Modell der Position gespeichert. Um weitere Schnitte und Ansichten der Eisen zu erzeugen, benötigt man nicht die Funktion weitere Darstellung, sondern setzt einfach Schnitt und Ansichten. Weitere Vorteile der 3D-Modellbewährung sind vollautomatische Schnitte einschließlich der Schalkanten, intelligente Anordnung der Positionsnummer und die Art der Darstellung der geschnittenen Eisen. Schiebt oder ändert man eine Darstellung einer 3D-Modellbewährung, ändert sich automatisch auch die Lage an den anderen Stellen. Dieses Video konzentriert sich auf die CAD-Bewährungsplanung mit einem globalen 3D-Bewährungsmodell. Umgang mit 3D-Bewährung. Einen Bewährungsplan komplett in 3D oder große Teile in einem 2D/3D-Plan als 3D-Bewährung ist etwas anderes als ein 3D-Gebäudeplan. Die Anzahl der Bauteile ist auch bei größeren Grundrissen noch übersichtlich. Aber in einer Betonwand können Hunderte von Eisen liegen. Um trotzdem einen Überblick zu behalten, sollte man folgende Hilfen in Anspruch nehmen. Bewährungen in Layer aufteilen. Legen Sie bestimmte Bereiche wie obere, untere Lage und blenden immer nur die benötigten Bereiche ein. Quick-Modus für die Eingabe einschalten. Manche CAD-Plattformen haben Probleme, wenn sehr viele Volumendarstellungen vorhanden sind. In Darstellen sonstige Parameter ändern bedeutet der 3D-Quick-Mode die Darstellung als Linien, was den Grafikaufbau erheblich beschleunigen kann. Isolieren über die CAD-Plattform. Die CAD-Plattformen wie AutoCAD, BricsCAD besitzen eine Funktion Isolieren. Damit wählt man die Objekte aus, welche sichtbar sein sollen, alles andere wird ausgeblendet. Isolieren der Eisen mit dem Bewährungsprogramm. Der Nachteil des Isolieren über die CAD-Plattform ist, dass auch die Bauteile mit ausgeblendet werden. Für die Eingabe sind diese aber notwendig, man möchte aber nur bestimmte Eisen in diesem Bereich sehen. Dafür gibt es in der Bewährung ein eigenes Isolieren, welches nur die Eisen ausblendet, welche man nicht ausgewählt hat. Artifacts-Optionen zum Erzeugen einer 3D-Bewährung. Um den Ein- bzw. Umstieg in die 3D-Bewährung so einfach wie möglich zu gestalten, haben Sie in Artifacts verschiedene Möglichkeiten der Erzeugung einer 3D-Bewährung. Dies ist nur ein Überblick. Eine ausführliche Anleitung über das Bewähren in 3D mit Artifacts ist im Online-Schulungssystem. 3D-Bewährung mit Artifacts, so wird es gemacht. Über 3D-Makros. Die einfachste Art einer Bewährungseingabe. Im Eingabedialog den Abschnitt Makros oben wählen. Ein 3D-Makro auswählen, indem man auf das Bild klickt und Eingeben drücken. Über die 2.5D-Eingabe. Diese Funktion stellt eine Hilfe für den Übergang von 2D-Eingaben zur 3D-Bewährung. Es sind einige Bauteile mit ihrer typischen Bewährungsführung vorhanden. Dabei braucht man lediglich die obere Fläche eines Bauteiles. Die Grundform der Bauteile ist in der aktuellen Version auf ein Rechteck beschränkt. Nach Eingabe des oberen Fläche hat man je nach Bauteil verschiedene Eingabemöglichkeiten. Für jedes Bauteile gibt es ein Niveau und eine Höhe bzw. Dicke bei Decken. Die Eisen werden dabei jeweils an den entsprechenden Querschnitt angepasst. Die aktuellen Bauteiltypen für die 2.5D-Eingabe sind Decke, Eingabe der Lagen oben und unten, der Randstecker und Längseisen am Rand. Als 3D-Eingabe. Hier ist jede Art der Bewährungseingabe möglich. Zu der Eingabe in 2D gibt es im Prinzip nur den Unterschied, dass man die Lage des Eisens zuerst im Raum bestimmt. Am einfachsten geht dies über die Bezugsfläche, in welcher das Eisen liegt. Bei der 2D-Eingabe genügt ja einfach die Blickrichtung auf das Eisen von oben zu setzen.
Der Winkel in der X, Y um die Z-Richtung wird bei der 2D-Eingabe über die Verlegekante bestimmt. Im 3D-Raum gibt es aber mehr Freiheitsgrade. Danach wie bei der 2D-Eingabe die Eingabepunkte wie Verlegeanfang und Ende, bzw. Mittelpunkt und Radien bei der Verlegung im Kreis oder Bogen. In definierten Schnitte wie eine einfache 2D-Eingabe. Man definiert zuerst einen Schnitt. Dann Aufruf der Funktion, eingeben Bindestrich größer als entschnitten, Ansichten. Oben auf Form konstruieren oder Form und Parameter im Dialog setzen. Erzeugen von Schnitten und Ansichten. Für die automatische Darstellung der 3D-Bewährung in Schnitten und Ansichten sowie dem Erstellen von externen 2D-Schal- und Bewährungsplänen sind Schnitt- und Ansichtsdefinition zu erstellen. Dies wird ausführlich in unserem Online-Schulungssystem beschrieben. Erzeugen von Schnitten und Ansichten, so wird es gemacht. Für das Arbeiten mit einer 3D-Bewährung bietet Artifex 2 Arbeitsabläufe, Workflow an. Den kompletten Plan in einer Zeichnung, also die 3D-Bewährung, die Schnitte Stahlauszüge in einer Zeichnung. Oder die 3D-Bewährung in einer oder mehreren Zeichnungen, aber die CAD-Bewährungspläne, also die Schnitte, Ansichten, Auszüge in externen Plänen. Dabei wird die Schnitt-Ansichtsableitung von Artifex in die Datenbank einer anderen Zeichnung übertragen. Handhabung mit Bricscat BIM. Eine Besonderheit gibt es mit Bricscat BIM als CAD-Plattform. Der Bricscat BIM Workflow vom 3D-Modell zu Bauzeichnungen entspricht dem Artifex Workflow, globales 3D-Bewährungsmodell, Bewährungsplan Schnitte, Ansichten. Achtung, anders als in Artifex geht die Bearbeitung immer nur in eine Richtung, vom 3D-Modell zum Plan. Sie können nicht wie in Artifex im abgeleiteten Plan Änderungen machen, welche dann in das 3D-Modell zurückgespeichert werden. Menü darstellen. Mit den Funktionen dieses Menübereiches werden keine neuen Stabstahlpositionen verlegt. Keine Funktion, die aus diesem Menübereich ausgeführt wird, führt zu neuen Einträgen in der Stahlliste. Sie werden immer aufgefordert, eine bestehende Darstellung anzuwählen, der die neue Darstellung zugeordnet wird. Mit diesen Funktionen können Sie bestehenden Positionen weitere Darstellungen hinzufügen. Dialog-Stahl-Biegeliste. Über diese Dialog wird die Stahlliste in der gewünschten Form ausgegeben. Vor der Ausgabe können noch in den über die Ordnerreiter erreichbaren Unterdialoge weitere Einstellungen vorgenommen werden. Mehrseitiger Ausdruck der Stahlliste. Artifex Stabstahlbewährung bietet die Möglichkeit, Stabstahl-Biegelisten direkt als mehrseitigen Druck auszugeben, ohne dass die Biegelisten einzeln in der Zeichnung abgelegt und von dort ausgedruckt werden müssen. IFC-Export für die BIM-Planung. Mit Eingabe der Bewährung in 3D erzeugen Sie automatisch ein Modell für die BIM-Planung. Wir unterstützen OpenBIM und BIM zu Feld. In BIM zu Feld werden die Daten aus dem BIM-Modell auf die Baustelle gebracht. Artifex unterstützt diese Methode für den Stahlbetonbau mit Funktionen zur Unterstützung beim Einbau der Bewährung.